Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video möchte ich euch eine weitere richtig faszinierende Orchidee vorstellen. Im letzten Video habe ich euch die Phalaenopsis vorgestellt mit den großen Blütenlippen, die deutlich radiärsymmetrischer wirken, so wie man das jetzt zum Beispiel bei einer Tulpe kennt, mit 3 äußeren Blütenblättern und 3 inneren, wie man es eben von einer radiärsymmetrischen Blüte kennt. Bei Phalaenopsis ist das Ganze ja ein bisschen anders. Nähere Infos findet ihr im Video, wie eine Phalaenopsis-Blüte aufgebaut ist. Link in der Beschreibung. Hier ist eine weitere sehr interessante Orchidee. Ich muss gestehen, bisher war ich kein Fan oder kein Freund von pelorischen Blüten, also Blüten, die eine Mutation in der Blüte haben, die dafür sorgt, dass die Blüte nicht so ausschaut, wie sie ausschauen sollte. Hier in diesem Fall bei der Peloric Sunrise. Man erkennt schon an dieser tollen gelben, eher Sonnenaufgang oder Sonnenuntergangsblüte. Sonnenaufgang ist immer ein bisschen positiver und die hat eine richtig tolle Blüte. Was direkt am Anfang auffällt, ist, die Blüte schaut natürlich komplett anders aus. Wie gestaltet sich denn jetzt so eine pelorische Blüte? Zum einen, ihr seht, wir haben hier eine ganz normale Blütenlippe, aber diese Blütenblätter schauen ganz komisch aus. Die wirken nämlich, als ob das ebenfalls Lippen wären, und genau das ist eigentlich der Knackpunkt. In dem Fall hat diese Phalaenopsis mehr oder weniger 3 Blütenlippen und die lassen eben diese Blüte so interessant wirken, eben als ob die hier auch solche Höcker, solche Hörnchen hat, und das ist eine sehr faszinierende Blüte, wie ich finde, die wiederum das ganze Thema pelorische Blüten gleich wieder interessanter macht, denn die blüht auf jeden Fall auch einheitlich so und wird zukünftig auch immer so blühen. Da braucht man sich keine Gedanken machen, ob diese Blüte, diese Mutation sich irgendwann herauswächst. Das ist eine richtig tolle Phalaenopsis, wie ich finde. Und das sagt jemand, der nicht unbedingt der Freund pelorischer Blüten ist. Phalaenopsis Peloric Sunrise. Die Orchidee hier habe ich von Orchideen Wichmann. Erkennt man immer an diesen Orchideen-Etiketten. Und da ist auch immer gleich der Pflegehinweis mit angebracht. Aber diese Pflanze ist wirklich sehr schön, fasziniert mich. Habe ich online gesehen, habe ich gedacht, die ist interessant, die muss ich euch zeigen. Und jetzt habt ihr sie gesehen. Und wenn ihr sie auch haben wollt, Link gibt es in der Beschreibung. Ich finde, es ist eine tolle Orchidee, die durchaus ihre Berechtigung hat, wie jede andere Orchideenzüchtung auch, von denen es natürlich Tausende gibt. Das heißt, wir haben zukünftig viele Möglichkeiten, über Orchideen zu sprechen. Wenn ihr weitere Fragen habt zu dieser Orchidee oder anderen Orchideen, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.